Sind die süß. Hundewelpen sind aber auch was Schönes. Kein Wunder, dass in der Pandemie viele von uns auf den Hund gekommen sind. Auch Tierärztin Yvonne Iljev aus Kelkheim beobachtet diesen Trend, allerdings nicht ganz unbesorgt. Viele Familien haben sich dann gesagt, wir haben jetzt Zeit, viel Zeit. Wir können uns jetzt endlich einen Hund leisten oder zu uns nehmen, weil wir können vielleicht 3-mal am Tag spazieren gehen. Das Geschäft mit den Vierbeinern boomt. Schon im ersten Jahr der Pandemie wurden 20% mehr Hunde verkauft. Es gab keine kleinen Welpen mehr und bestimmte Rassen waren ganz in, ob es ein Labradoodle war oder ein Australian Shepherd. Die gab es nicht mehr, die waren vergriffen, weil die alle schon verkauft waren. Aber kein Hund ist scheinbar keine Option. Viele sind da unvorsichtig geworden. Haben dann über eBay, Kleinanzeigen oder andere Möglichkeiten über Tierschutzvereine in Ungarn, die sind dorthin gefahren, haben sich einen Hund geholt, ohne zu überlegen, was ist das für ein Hund, was hat er für eine Geschichte, und haben die Hunde zu sich genommen. Doch nicht jeder Hund passt zu jedem Menschen. Und Hunde müssen gut erzogen werden. Geschieht das nicht, kann es gefährlich werden. So machen Hundeattacken immer wieder Schlagzeilen. Die Opfer oft andere Hunde, aber auch Menschen, vor allem Kleinkinder. Immer mehr auffällige Hunde landen im Tierheim, bestätigt auch Sabine Urbanski, Leiterin des Tierschutzvereins Frankfurt und Umgebung. Da haben wir mittlerweile in der Woche im Schnitt bis zu 8 Anfragen von Menschen, die ihre Hunde abgeben möchten, weil sie eben auffällig geworden sind, sei es jetzt gegenüber anderen Hunden oder auch in der Familie. Aber da ist auch in der Statistik drin vom leichten Knappen bis Beißen. Nicht schön, auch nicht für Hunde. Aber wieso kommt es aktuell vermehrt zu Übergriffen mit und unter Hunden? Dass die Leute sich einfach nicht wirklich überlegt haben, sich nicht auseinandersetzen, dass man einen Hund auch erziehen muss, dass man die Zeit halt auch haben muss. Notfalls eben auch mit Trainer, wenn man selber vielleicht vorher noch nie einen Hund hatte. Kathi Müller trainiert Hunde seit über 16 Jahren. Gemeinsam mit ihren Hündinnen Hedda und Bombay lebt sie in Wehrheim. So lieb ihre Hündinnen auch sind, Kathi weiß, auch sie haben manchmal ihren eigenen Kopf. Es kann immer was passieren, was über die Belastbarkeit der Hunde hinausgeht. Also ich muss einfach meinen Hund gut kennen zum einen, und im Zweifelsfalle lasse ich lieber einmal mehr die Leine dran als einmal zu wenig, und es passiert dann was. Und wie verhalte ich mich richtig bei einer Hundeattacke? Wenn man von einem fremden Hund belästigt wird, wenn der Hund hinläuft, mich als Fahrradfahrer verfolgt oder als Jogger verfolgt, ist es ganz, ganz wichtig, stehen zu bleiben, Ruhe zu bewahren, die Hände unten zu lassen, nicht hoch zu nehmen und eben keinen erneuten Beutereiz für den Hund zu setzen. Jetzt aber schnell nach Hause, denn dort wartet die ganze Rasselbande. Und wir haben gelernt, Hunde sind eben nicht nur die süßen Kuscheltiere, sondern eine echte Aufgabe. Und das für viele Jahre.